Hi. Angela Merkel, the German Chancellor, just met the vaccine producers last Monday in Berlin and gave a press conference afterwards. There were a bit of concerns by viewers, but the mainstream media interpreted this due to the growing pressure on Merkel over the stumbling vaccine rollout. However, the real upset, even in parts of the mainstream media, was that Merkel admitted that no new freedom will be given to vaccinated people. So here's Merkel at the press conference, so see for yourself. Also die Freiheiten, Frau Lunz, wir haben das ja schon öfter gesagt, bis letzt ist noch nicht nachgewiesen, dass diejenigen, die geimpft sind, nicht trotzdem das Virus weitergeben können. Und solange wir so eine Situation haben wie die jetzt, dass eine ganz kleine Minderheit geimpft ist und eine große Mehrheit nicht, wird es keine neuen Freiheiten geben. So as long only a small minority is vaccinated, there won't be any new freedoms, which destroyed the air castles of a few true believers who thought everything would go back to normal once the vaccine is there. Ansonsten haben wir das heute nicht diskutiert. Wenn wir jedem ein Impfangebot gemacht haben, dann sieht die Sache anders aus. Und was dazwischen passiert, das wird sicherlich auch noch Gegenstand der Diskussion sein, aber ist heute nicht besprochen worden. So she's also alluding to that this might change if everyone got a vaccine offer, establishing a two-class society. The vaccinated people with more rights and the unvaccinated people without. These concerns aside, we see Merkel in the usual calm, stoic mannerisms, or you could say monotonic and uninspiring. However, there are signs of stress in her face, and she's turtling, putting her neck down, indicating that she would rather be somewhere else. She's fiddling with her pen. This is a so-called pacifier, so that helps her dissipate stress. And then she makes very small illustrators. So her worldviews are very constrained. She's very inhibited. So due to this upset, Merkel then participated in a talk show trying to calm and clarify. Let's see how she does in this interview. Darüber sprechen wir jetzt mit der Bundeskanzlerin. Herzlich willkommen zu diesem Farbe bekennen. Herzlich willkommen. Contempt and totally stressed. Willkommen, Frau Merkel. Ja, guten Abend. Herzlich Tilted head, very insecure. Sad eyes, fake smile. And also very high voice. Another sign of being really insecure. Herzlich willkommen auch von mir, Frau Bundeskanzlerin. Moving around like a boxer. So he's in an aggressive mode. Als Placebo-Gipfel, zumindest bei der Opposition. Contempt. War es das, so eine Beruhigungspille für die Öffentlichkeit? Her heart is pounding. She's completely nervous. Also für mich war es ein Impfgespräch, damit man nicht das überhöht, aber ein sehr wichtiges. Und Total exhaustion, sweatiness and sorrow. She is finished. It takes a huge toll on her to keep up the lies, to deal with all the cognitive load, thinking one thing and then having to say something else. In the end, the truth always comes out. Nothing can prevent that. The question is just how much damage she can do on the way. ich kann für mich sagen, ich habe einiges Little glassy, fearful eyes. gelernt. Ich glaube, auch alle anderen haben etwas gelernt. Und die Wirtschaftsvertreter haben uns gesagt, wie sie sozusagen auf höchster Intensität She's blushing, she's completely nervous, especially when she talks to him. arbeiten, aber auch mit sehr hohem Risiko. Denn da sind viele Komponenten in einem Funny, the vaccine companies have no risk at all because the countries already agreed to buy the vaccines before they were even produced and approved. And any damage is paid by the governments and hence taxpayers. So here we see him as well. He's sitting at the front of his seat, aggressive, and she just looks sad. Und alles muss Hand in Hand gehen. Oft sind die Zulassungen für die Komponenten noch gar nicht da. Wenn der Impfstoff schon produziert ist, dann wartet man auf die Zulassung, dann liefert man ihn sofort. Funny, she just admits they are produced before they even approved, which is nonsensical. Und das zeigt uns, dass wir natürlich damit auch kleine Risiken haben, wie wir ja auch schon erlebt haben, dass Lieferungen nicht kamen, was wiederum Menschen enttäuscht, sondern wir müssen modellieren, wir müssen es dynamisch. So she goes into her little monologue, into her prepared speech, and she does it surprisingly well again, even some little illustrators. Dass dann bis zum Ende des Sommers, also bis Ende September, 21. September, jeder ein Impfangebot bekommt. Und das heißt für mich, jeder hat zumindest die erste Impfung. So everyone is supposed to have a vaccine by September. That's actually when the election is. Bekommen. Und wir haben die Gruppen auch. So it was an interesting gesture.
I thought she's gonna make a cross. Und It gives me the creeps to listen to this mainstream media stuff and talking about the vaccinations. But nevertheless, for this purpose, I'm doing it. aus diesem Gerüst können wir uns jetzt einen dynamischen Plan erarbeiten, Bund und Länder gemeinsam. Sie warten, wann der Stoff kommt. Und da haben wir immer gesagt, und das war gestern für mich das Wichtige, das, was uns für das erste Quartal versprochen war, das bekommen wir auch. Aber es sind eben, entweder kann man sagen, schon fast 10 Millionen Menschen, die wir werden impfen können mit. So 10 million vaccinated people in the first quarter of the year. Frau Bundeskanzlerin, trotzdem stellen sich ja ein paar Fragen. Stellt sich ja zum Beispiel die Frage, wer viel zahlt, kann auch viel impfen. Siehe Großbritannien, siehe Israel. She's totally nervous, breathing very heavy. She's avoiding the direct contact with Reinhard Becker. So she's much more nervous when she talks to him. Fragt sich doch, was ist denn da jetzt eigentlich schiefgelaufen? Also ich glaube, dass im Großen und Ganzen nichts schiefgelaufen ist und So that's a very important statement. She thinks nothing went wrong. dass wir erstens das bekommen, was versprochen wurde. Das war das erste Resultat gestern. Dann in Großbritannien hat AstraZeneca sehr viel. So here we see the seating order. He's much more macho and she's much more passive, leaning back, crossing her legs. So she tries to avoid him and talk more to her. In Großbritannien hat AstraZeneca sehr viel schneller die Zulassung bekommen, an einem Tag. Das ist eine Notzulassung. AstraZeneca got approved in one day. Crazy. Wir haben uns entschieden, dass wir das gründlich bei der Europäischen Medizinagentur machen War das wollen, ein weil Fehler wir auf, eigentlich? nein, das war kein Fehler, wir sind auf das Vertrauen angewiesen. We rely on trust. So it's Orwellian newspeak. There's no trust. Und auch mit der notwendigen Gründlichkeit machen. Zweitens, was immer im Raum steht, die Frage haben, Thoroughness, again newspeak. sind auf unsere Produktionsanlagen zurückgeworfen oder angewiesen. Aber ist es Und nicht ein da Problem für darf die ich doch EU? nur So she's now interrupting. So both news reporters, both moderators, are like little rebellious, disobedient children with Mummy Merkel. These two represent the sheep being lured into the sheep barn by the fear of a fake wolf. And while the door is still open and they could still escape, they remain but sense something is not right. They see the butcher with a knife. So Merkel said the wrong words before the press conference and she's gonna do it here again, so they know something is not right. But they are still not ready to give up the Matrix narrative, even though the trigger words essentially represent the offering of the red pill. They must know that something is not right, and they are very uneasy, they're interrupting, they're sort of aggressive, but they probably don't really know why. Und deshalb glaube ich, Frau ist Kanzlerin. das schon ein richtiger Weg. Und dass wir es europäisch gemeinsam bestellt haben, das ist allemal richtig. Es geht auch nicht um Nationalismus, aber selbst sehr So she's quite direct, so she senses also something is not right. And when I mean something not right, I mean the vaccines, which are really a population reduction mechanism. Serbien impft jetzt schneller, ist vor uns. Ist es nicht ein Problem für die EU, wenn die außen sind, schneller sind? Und konkret nochmal nachgefragt, muss jetzt nicht mehr Druck The nervousness that they all led into a slaughterhouse. Somehow they know it, but they don't admit it. auf die Hersteller gemacht werden? Sie haben gestern gesagt, es fehlen die Pfropfen, es fehlen die Pipetten. Müsste da nicht dann They're basically discussing the killing method, the model and size of the butcher's knife, and so on. Ridiculous and scary. im Grunde der Staat mehr eingreifen und andere Unternehmen zwingen, diese Dinge zu produzieren? Also gestern wurde ausdrücklich gesagt, es fehlen die Pfropfen und die Apfelgläschen noch nicht, Ampullen. Apple jars? I'm not getting that. I guess Mummy Merkel is breaking through here. Sounds like she's talking about a cooking recipe for applesauce. Der ist uns herzlich willkommen. Ich habe mit dem So he is really angry. He's moving around nervously with his left leg, ready to jump, and she's falling back into her passive sadness. To me, these three people represent Germany, and they're all traumatized. And in particular, Merkel goes on in life and traumatizes a whole country. You can only imagine what she must have gone through early in her life to destroy a whole country and its people like that. In here you can see the split mentality of the Germans, jumping back and forth between aggression and guilt and shame. Completely sick dynamics. This resembles a perpetrator-victim-rescuer triangle,
Merkel, traumatized herself, becomes a perpetrator and traumatizes the victims, which then also traumatize others via their media outlet. Strangely, but as it often happens, the perpetrator represents him or herself as a rescuer, promising to solve the problems he or she created. Es wird nur der zugelassen, der von der Europäischen Medizinagentur auch die notwendigen Daten bringt. Und es hat zum Beispiel auch gedauert bei She is a psychopath. She's planning genocide on a whole country, but she's not the wolf herself. She's a puppet. She's the wolf's sheep disguise, soon to be discarded. die Europäische Kommission nicht die gesamte Haftung übernehmen wollte. Und ich sag mal, wenn etwas passiert mit so einem Impfstoff, und wir haben ja auch aus der Geschichte der Pharmazie schon Themen gehabt, wo schlimme Sachen passiert sind. She's admitting that bad things happened with pharmaceutical companies in the past, but nothing has been learned out of history. Dann sozusagen, dass die Politik die gesamte Haftung übernimmt, das Politicians don't take on any responsibility, unfortunately. ist auch eine Entscheidung, die wollten wir so nicht treffen. Und ich sage deshalb, wir kämpfen um Vertrauen für diese Impfstoffe. Und wir werden, ich habe es gesagt, bis zum Ende Again, she used the word trust. des 3. Quartals jedem ein Angebot machen können. Und das finde ich eine wichtige Mitteilung und Botschaft. So she's mentioning again the vaccine offer by the summer, the scary, traumatized fake smile. Frau Bundeskanzlerin, schauen wir mal in die kommende Woche. Am 10. sitzen Sie wieder mit den Ministerpräsidenten, also virtuell, zusammen. Und was die Menschen ja auch interessiert, wie weit geht das jetzt mit den Beschränkungen? Wann gibt es Lockerungen? Bei Eltern liegen die Nerven blank. Die Menschen fragen nach einem Ausstiegsszenario. Was passiert nächste Woche? Lassen Sie uns doch mal an Ihren Gedanken teilhaben. So he's talking about that people and parents are completely stressed and they want an exit strategy. And she, Merkel, is always talking with the minister presidents of the different states within Germany, bypassing the parliament. This is, of course, already absurd by itself, but he wants to know what her plans are. Wir haben bei der letzten Ministerpräsidentenkonferenz etwas, glaube ich, Wichtiges besprochen, dass wir She calls it Minister President Conference. eine Öffnungsperspektive entwickeln wollen, gemeinsam Bund und Länder. Und die wird sich sicherlich nicht an einem Datum orientieren können, sondern sie wird sich an Werten orientieren müssen. Wie viele Infektionen haben wir? Wie sieht es auf den Die Werte gehen gerade zurück. Intensivstationen aus? Und vor allen Dingen auch, welchen Prozentsatz nimmt die Mutation ein, die ja sehr viel aggressiver ist. She's talking again about infections and mutations and reaching certain thresholds, which are always moved. These are moving targets, adjusted at will. Die Werte gehen erfreulicherweise runter. Und das ist die Leistung der Bürgerinnen und Bürger. Und dafür will ich auch Dank sagen, denn es ist ja so, wie Sie es sagen, die Nerven liegen blank. She's now imitating empathy, also she doesn't have it. Das ist eine lange Strecke. Es ist jetzt die schwerste Strecke noch durch diesen Winter. Das habe ich oft gesagt. Dass die Gesundheitsämter wieder die Nachverfolgung der Kontakte machen können, damit uns die Zahlen nicht... So she's already protesting. She's talking about trace and track again, which produced nothing. There's still no information disseminated in terms of where infections happen and in what professions. Certainly not in schools. So there's a protest, but it's not clear what are they protesting against. nicht wieder ansteigen. Denn eine Öffnung für 14 Tage, bei der wir anschließend wieder in ein exponentielles Wachstum kommen. She's talking again about fake exponential growth of the pandemic, which never happened. Wieder die Intensivstationen stärker belegt sind. So she talks about intensive care beds running out, but they're closing hospitals. All fake. Wäre nicht die Lösung. Wir brauchen einen nachhaltigen Weg aus der Pandemie. Aber und solche Frau Öffnungsperspektiven werden... Again, protest, interrupting. Der Bundesgesundheitsminister hat schon gesagt, wir müssen uns auf bittere Wochen noch weiter einstellen. Das heißt, bleiben im Grunde Lockerungen so lange nicht möglich, bis es endlich genug Impfstoff gibt. Müsste man das sagen? Nein, das kann man nicht sagen. Das hängt jetzt von uns ab. She's talking again, getting the numbers down, this social distancing, home office, all this rubbish. Weil die sehr viel aggressiver ist. Das heißt, wenn man sonst So she claims the mutant strains are more aggressive, which is not proven scientifically. schneller runtergehen würde, geht man jetzt vielleicht langsamer runter. Viruses always mutate. That's why there's no successful flu vaccine, because every year it's a different flu strain. Surprisingly, this year we don't have the flu. Daran müssen wir jetzt auch arbeiten. Und jeder Tag zählt jetzt. Ich weiß nicht, wo wir nächsten Montag stehen oder Dienstag.
Now she tries to smile. It's really scary because her eyes are expressing fear and terror. She's completely traumatized and she's running a country against a wall, actually over the cliff. Montag stehen oder Dienstag. Here again. Sad, scared, terrorized eyes with a fake smile. Und deshalb bitte ich alle Bürgerinnen und Bürger noch eine Weile durchzuhalten. Aber bis alle geimpft sind, dass dann keine Lockerung ist, das ist nicht der Weg, den wir anstreben. Sie haben ja gestern gesagt, solange man nicht jedem eigentlich ein Impfangebot machen kann, gibt es keine neuen Freiheiten, wobei wir reden von alten Freiheiten. So now he's talking about the press conference on the day before, about the new freedoms, but he says these are actually the old freedoms. So that's a good question. Let's go back. Wie wollen Sie denn die Geimpften, ich sage das mal so, im Zaum halten, dass die jetzt nicht sagen, wir reisen jetzt, wir machen wieder, wir treffen uns, wir machen Party. Wie lange wollen Sie das streng halten? Naja, ich bin nach dem falschen Wort, was ich auch schon benutzt habe, Privilegien gefragt worden. Das haben Sie eben nicht gesagt. Denn daran dürfen wir uns nicht gewöhnen, dass das normale Leben, wie wir es kennen, mit unseren Freiheiten, das Leben ist, was nicht mehr normal ist. Da wollen wir wieder hin. Das sind die Grundrechte und die hat jeder. She wants to go back to the fundamental rights. She's trying to calm the population, the sheep, but the people are already in the slaughterhouse and the door is about to close. Aber im Augenblick ist es noch so, dass selbst wenn jemand geimpft ist, nicht klar ist, ob nicht eine Ansteckung trotzdem anderer Personen erfolgen kann. Und solange das nicht geklärt ist, können wir überhaupt keine besonderen Maßnahmen oder Rechte hin zu den normalen Rechten für Wird es eine neue Geimpfte Klagewelle wieder geben, dass die Menschen klagen und sagen, She's confused about new and old rights. Rechtsstaat, schauen Sie, es gibt jetzt sehr viele Klagen von Menschen, die geimpft werden wollen. So she had to come up with something so she doesn't say the wrong things. Gerechtigkeit der Maßnahmen, es wird Klagen geben über die Frage von All Rechten für Geimpfte. Orwellian newspeak everywhere. Everything has the opposite meaning. Das gehört zum Rechtsstaat und da müssen wir argumentieren als Politik, warum wir etwas machen, warum wir etwas nicht machen. Ich glaube, wenn wir später sehr vielen Menschen ein Angebot gemacht haben können zum Impfen und dann sagen manche Menschen, wir haben ja keine Impfpflicht, dann sagen So that's important. Now she talks about later when everyone got a vaccine offer, what to do with the people who don't want to be vaccinated because there's no mandatory vaccine apparently. Dann sagen manche Menschen, jetzt möchte ich nicht geimpft werden. Dann muss man vielleicht schon solche Unterschiede machen und sagen, okay, wer das nicht möchte, der kann vielleicht auch bestimmte Dinge nicht machen. Oh, now she leaks the truth. People who are not vaccinated might not get all the rights back. Bundeskanzlerin, Sie haben gestern explizit den 21.09. erwähnt. Bis dahin soll es für jeden ein Impfangebot geben. Das ist, wenn man auf den Kalender guckt, 5 Tage vor der Bundestagswahl. Das war kein Zufall, das Datum, oder? Schauen Sie, da ist die meteorologische Beginn des Herbstes. Now he asks why everyone needs to be vaccinated before the election, end of September. Und And da she ich pretends it's start of autumn. gesagt habe, zum Ende des Sommers bin ich gefragt worden, wann das ist. Und das ist nun mal der 21.09. Und wenn wir keine weitere Zulassung haben von keinem neuen Impfstoff, dann werden wir ungefähr diesen Zeitraum brauchen. Und das hat mit der Bundestagswahl ehrlich gesagt nichts zu tun, sondern mit der Leistung der Firmen. So that's very interesting. She says it has nothing to do with the general election, but she's shaking her head and she blushes and gets super nervous. Clearly it has to do with the election. Mit der Leistung der Firmen und den Produktionskapazitäten. Und ich muss immer noch ein Aber dazu sagen. Da wird man wieder sagen, jetzt sagst du schon wieder aber ich muss das sagen. ganz gut. Wenn die When she gets a little bit funny, she looks at her and not at him. Mutation einen Impfstoff unwirksam machen würde, dann würde sich die Sache natürlich anders darstellen. I wonder if she got abused as a child by her pastor father and that's why she has these issues with macho-like men. Weihnachten waren die Menschen weitgehend im Lockdown, haben Familie und Freunde nicht treffen können. Was muten Sie ihnen Ostern zu oder was können Sie ihnen in Aussicht stellen? Now she said people couldn't see relatives over Christmas. What will be allowed by Angela Merkel for Easter? Ich kann den Menschen in Aussicht stellen, dass wenn sie mit der Einstellung rangehen, dieses Virus können wir besiegen, indem wir ihm nicht die Bedingungen geben, die es haben will,
um uns zu infizieren. Abstand halten, wirklich vorsichtig sein. Und wenn wir das jetzt noch eine Weile durchhalten, dann wird es besser werden. Wir haben doch erlebt, als wir im Sommer ganz niedrige Infektionszahlen hatten, da konnten wir uns doch eine Menge leisten. Keine Normalität, aber eine Menge normales Leben. Und je geringer die Infektionszahlen sind, umso mehr davon können wir uns wieder leisten. Das kann ich den Menschen sagen. That makes me sick. There won't be any normal, but maybe if everyone behaves nicely like little obedient children, maybe they get a little bit of the new normal like last summer. There's a race to the election end of September. All need to be vaccinated to eliminate or harm as many people as possible while keeping them pacified with financial aid and Netflix, and while taking away freedoms to avoid unrest and civil war. The Great Reset will be implemented after the election. The remaining people will live in slavery, total control, transhumanism, social credit systems similar to China, without any property. And if there are delays with the vaccinations case, they will delay the election or do voting by mail. And we know from the US that it worked beautifully. And wait for the known side effect of mRNA vaccines in animal studies, the so-called cytokine storm, to do the rest. We have a small window of opportunity over the next few months to stop them. Thank you for watching and talk to you next time. Bye.